Diese kleine Sequenz jetzt wird von den 5 großen Emotionen handeln und den 5 Buddha-Familien. Und offenbar beschäftigt das tantrische Praktizierende, also Praktizierende im tibetischen Buddhismus, Vajrayana genannt, beschäftigt es die, zu welcher Buddha-Familie sie gehören. Das ist so etwas, was man im Rahmen eines tantrischen Rituals, einer Ermächtigung, manchmal zu hören bekommt, man würde zur Lotusfamilie gehören oder zur Karma-Familie oder. Und da stellen sich Praktizierende alles Mögliche drunter vor. Also ich habe deutlich mehr als 100 Ermächtigungen erhalten im Anuttara-Yoga-Tantra, in dieser Form des Tantras, um die es gerade geht. Immer wieder bin ich in verschiedenen Familien gelandet. Und tatsächlich auch im eigenen Entwicklungsweg habe ich zuerst gedacht, ich bin eindeutig Ratna-Familie, Stolz-Familie, weil das große Thema war. Dann dachte ich, es wäre eine Entdeckung, dass ich doch so viel Ärger in mir habe und dachte, ja, dann gehöre ich wohl zur Vajra-Familie. Und dann kam eine Zeit, wo die Begierde stärker war. Und dann dachte ich, oh, die Padma-Familie ist ja auch da. Und ich nahm an, mit Ehrgeiz und Eifersucht hätte ich nicht so viel zu tun mit Rivalität. Und dann wurde das auch mal ein Thema. Was ich sagen möchte ist, wir haben Lebensphasen und bewegen uns durch alle diese Familien, durch diese Aspekte hindurch. Und tatsächlich mag eine dieser emotionalen Strömungen, diese emotionalen Herausforderungen in uns dominieren und andere etwas weniger stark sein. Aber wir sind nicht einfach ein Typ, sondern, und das ist gute alte tantrische Unterweisung, wir tragen immer alle 5 Buddha-Familien in uns, weil wir tatsächlich auch alle 5 Facetten des Buddha-Gewahrseins, des zeitlosen Gewahrseins in uns haben. Und ich möchte jetzt den Zusammenhang mal etwas näher darstellen. Es gibt da 5 solche Buddha-Familien, die jeweils einen Buddha haben, der dieser Familie, dieser Gruppe von Erleuchteten sozusagen vorsteht. Und das ist einfach eine ganz geschickte, wunderbare Klassifikation der menschlichen Möglichkeiten und Herausforderungen, die sich im Laufe von Jahrhunderten in Indien ergeben hat. Im Zentrum steht die sogenannte Buddha-Familie, deren Hauptthema die Unwissenheit ist und deren große Entdeckung ist, dass die Natur des Geistes so weit und klar ist wie der Himmelsraum, wie das All, ohne jegliche Wolke. Wir nennen das Dharma-Dhatu-Gewahrsein. Und in dieser Buddha-Familie gehen wir den Weg aus der Enge, aus der Unwissenheit, aus der Dunkelheit heraus in die Weite, in die unbegrenzte Weite des Seins, in diesen Raum aller Möglichkeiten. Diesen Weg haben alle Menschen vor sich. Und dann gibt es zum Beispiel die Vajra-Familie. Die Vajra-Familie hat als größte Herausforderung Ärger. Ärger bedeutet starke Reaktion auf etwas Unangenehmes und führt zu Blockaden. Und der Weg, der diesen Ärger auflöst, in dieser Vajra-Familie, der führt dazu,
dass wir merken, dass Ärger gar keine Substanz hat und dass der Geist tatsächlich trotz Ärger so unbehindert ist, so fließend ist wie das Wasser, völlig unbehindert wie der weite Raum. Die unbehinderte Qualität, die ist tatsächlich eine Entdeckung bei Menschen, die sonst so unter diesen ärgerlichen Blockaden leiden. Dann gehe ich mal zur Ratner-Familie. So, die Ratner-Familie hat als große Herausforderung, stolz zu sein, hochmütig, arrogant oder überhaupt ein Thema mit Selbstwert zu haben. Es kann also auch sein, dass wir zur Ratner-Familie gehören und ganz schwaches Selbstbewusstsein haben und dann immer kompensieren wollen dafür. Und die erstaunliche Entdeckung ist, wenn wir diesen Stolz, diese Anmaßung, dieses Seinwollen in uns auflösen, ist, dass unser Geist in der Tiefe völlig gleichwertig ist, dass ein Ich gar nicht zu finden ist, das sich beweisen müsste, dass es in der Grundnatur unseres Geistes gar kein Vergleichen gibt mit anderen höher und tiefer, dass wir alle gleichwertig sind und von Natur aus gleich sind. Also die erstaunliche Erfahrung ist, dass dort, wo man immer meint, einen Unterschied machen zu müssen, sich herausstreichen zu müssen, die eigenen Qualitäten, dass es dort gar niemanden gibt, der diese Qualitäten besitzt und dass wir in der Tiefe so einen Gleichmut auch erfahren, so eine Öffnung, in der wir auch bei anderen Dingen und anderen Menschen nicht mehr unterscheiden zwischen besser und schlechter, höher und tiefer, dass sich das völlig auflöst in der erwachten Erfahrung. Jetzt wandere ich zur Padma-Familie, der Lotus-Familie. Die Ratna-Familie war die Juwelenfamilie, Vajra-Familie ist dieses Zepter, also wir hatten Buddha, den offenen Raum, wir hatten dieses Unbehinderte der Vajra-Familie, wir hatten den Ratna-Juwel, ja, dieses juwelengleiche Gewahrsein der Gleichheit. Und jetzt kommen wir zum Lotus. Und der Lotus, der steht für die große Herausforderung der Begierde, des Anhaftens, mit all dem Verlangen und all den Süchten, die da eine Rolle spielen können. Also das Nicht-Loskommen von dem Greifen nach etwas Angenehmem. Das ist die Herausforderung. Die erstaunliche Entdeckung auf dem Weg der Padma-Menschen ist, dass sie sich befreien können von diesem ganzen Begehren und Ergreifen und einen Geist entdecken, ein Sein entdecken, in dem die Erfahrungen, die angenehmen wie auch alle anderen Erfahrungen, in ihrer nicht fassbaren Natur erkannt werden, sodass es nicht mehr zu einem Greifen kommt. Und dass gleichzeitig die Fähigkeit, fein zu unterscheiden, ganz fein wahrzunehmen, wie das Menschen mit großer Begierde zu eigen ist, dass sie ganz fein unterscheiden können, was genau sie begehren und was nicht, welcher Stil zu ihnen passt und welcher Stil nicht und so weiter. Dass diese Fähigkeit, fein zu unterscheiden, dass die weiterhin bleibt und sich immer weiter entfaltet. Also eine Fähigkeit zu ganz nuanciertem Wahrnehmen, ohne nach den Erscheinungen, nach dem Wahrgenommenen zu greifen. Das ist das große Geschenk der Padma-Realisation. Jetzt bleibt uns noch die Karma-Familie. Karma bedeutet Wirken. Das ist die Aktivitätsfamilie. Und dieses Wirken, da ist die große Herausforderung, mit denen sich die Menschen in der Karma-Familie konfrontiert sehen, ist, dass sie dem Ehrgeiz unterlegen, dem Neid, dass sie in Rivalität, im Konkurrenzstreben unterwegs sind und immer meinen, die Arme hochkrempeln zu müssen und noch mehr zu machen. Und das ist eigentlich ein Thema unserer Menschheit. Es ist nie genug. Die Karma-Familie wird von Mangelgefühlen geprägt.
es immer noch etwas braucht, dass wir nie einfach entspannen können. Und dieses Thema, auch das löst sich auf in der zunehmenden Erfahrung des Erwachens und führt zu einer erstaunlichen Entdeckung, dass unser Sein in seiner Grundnatur, in seiner Tiefe schon vollkommen ist. Dass es gar nichts Zusätzliches braucht, um glücklich zu sein. Dass dieses Mangelgefühl sich einfach auflöst und sich völlige Zufriedenheit einstellt, einfach bloß, weil der Geist sich öffnet und nicht mehr in diesem Vergleichen ist von jetzt ist es so, früher war es so, so könnte es später sein, sondern im Moment ankommt, im So-Sein ankommt und darin die Perfektion, die Vollendung des Seins erlebt. Und dann gestaltet sich das Wirken, also Karma, dieses erleuchtete Wirken, gestaltet sich nicht mehr als ein Verbessern der Welt, sondern als ein Sein in dieser Erfahrung der Vollendung, die sich dann kommuniziert, die mit anderen kommuniziert wird. Und erwachte Aktivität ist eigentlich alle Lebewesen einladen, in die natürliche Vollendung, Vollkommenheit ihres grundlegenden Seins hineinzufinden. Das waren also die 5 Buddha-Familien: Buddha, Vajra, Ratna, Padma und Karma. Da ließe sich noch viel dazu zu sagen, aber wichtig ist zu verstehen, wir sind das alles, auch wenn eine Seite vielleicht dominieren mag, so übers ganze Leben betrachtet. Wir haben alle mit diesen 5 großen Herausforderungen zu tun und die Lösung ist auch 5-fach. Ich fasse nochmal zusammen, was die Lösung dann ist oder sein könnte. In der Erfahrung des erwachten Geistes zu erleben, wie weit unser Sein ist, wie unbehindert es ist, wie ihm die Qualität der Gleichheit, Gleichwertigkeit innewohnt, weil es gar niemanden gibt, der sich zu beweisen hat, wie in dieser Qualität der Gleichheit ein ganz feines, wunderbar lebhaftes Unterscheiden stattfindet und wie sich darin die Erfahrung der Vollendung zeigt, also ein Sein, in dem es nirgendwo anders mehr hingeht. Frieden, Einkehr in diesem gelassenen So-Sein, aus dem heraus dann eine spontane Aktivität entsteht, zum Wohle aller, weil wir nicht mehr mit uns selbst beschäftigen.